Damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Kuvenau News Video. Eigentlich hatte ich diese Woche vor, gar kein Video zu veröffentlichen, weil das nächste Tutorial-Video doch wieder etwas längerwierig ist und etwas aufwendiger ist und ich ja einfach noch ein bisschen Zeit brauche, das alles zu schneiden. Aber aus gegebenem Anlass habe ich mich dann dazu entschlossen, doch mal so ein kleines News-Video zu machen und euch auch mal zu zeigen, was mich eigentlich sonst noch so beschäftigt, außer das Thema Tutorial-Videos. Und hier seht ihr schon ein paar Sachen, das zeige ich euch jetzt gleich, was ich da momentan so noch so treibe. Aber als erstes Mal möchte ich mich bei euch bedanken nochmal, weil ich habe dieses Wochenende ich die 200er Abonnentenmarke geknackt. Und da bin ich wirklich mega happy drüber und freue mich wirklich wahnsinnig, dass euch meine Videos wirklich so gefallen und ihr mich wirklich so super unterstützt mit euren Abos. Deshalb wollte ich mich da am Anfang erst nochmal bedanken und habe hier auch nochmal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema. Ja, hier seht ihr mal so ein paar Resinflaschen, in denen dieses Resin drin ist für den 3D-Drucker. Ja. Und was hat es damit jetzt auf sich? Ja, ich habe ja auf meiner Homepage, habe ich euch ja diese Bauanleitungen für diese Antriebsgehäuse veröffentlicht. Habe auch die 3D-Druckdaten dazu veröffentlicht. Und ich habe es ja schon mehrfach erzählt und ich glaube, ich habe es auch in der Anleitung geschrieben. Ich stelle diese Teile mit einem Resindrucker her, mit einem Elegomars. Ja? Und das funktioniert auch eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Die Teile kommen in einer sehr hohen Qualität und so weiter raus. Ja? Man kann die auch wirklich gut verwenden. Und mittlerweile habe ich aber gemerkt, mit diesem Standard-Elego-Resin, wo ich da immer verwende, habe ich ein kleines Problem. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn ich die gedruckt habe, dann werden die werden ja mit UV-Licht, wird ja dieses Resin gehärtet. Ja? Und wenn die fertig sind und aus dem Drucker kommen, dann sind die halt immer noch ein bisschen weich. Das heißt, die sind weich und die sind auch noch, sage ich mal, die geben noch ein bisschen nach. Und wenn ich in diesem Zeitraum, wenn ich also die Teile gedruckt habe und danach gleich die Getriebe einbaue, dann eigentlich nicht die Getriebe, sondern die Zahnräder, die Welle mit dem Zahnräder reinbaue und die Antriebswelle reinmache, dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Ja, weil ich kann das dann reinklipsen. Ich habe das ja extra hier zum Klipsen gemacht, dass man die Teile auch jederzeit wieder rausnehmen kann. Ja. So, und wie gesagt, wenn ich die Teile gedruckt habe und baue die danach gleich zusammen, funktioniert das problemlos. Ja. Also ich kann die dann da reinklipsen, muss natürlich hier noch ein bisschen Nacharbeit machen, aber das hält sich in Grenzen. Aber ich klipse das Ganze rein und es funktioniert. So, jetzt habe ich die Teile schon vor 2 Monaten gedruckt und habe letztes Mal wieder einen zusammengebaut. Und dann ist das große Erwachen gekommen, denn das Resin härtet nach. Das heißt, nach dem Drucken war das jetzt noch weich, jetzt ist es nachgehärtet, das Zeug ist extrem hart geworden, man kann das fast gar nicht mehr biegen und so weiter. Und wenn ich jetzt die Dinger reinklipse, ja, ich habe ja da immer eine Engstelle, weil sonst kann ich ja nichts klipsen. Wenn ich jetzt da die Antriebswelle oder die Zahnradwelle reinklipse, dann platzen die Teile auf. Ja, weil halt einfach da keine Flexibilität mehr drin ist. Das Material gibt halt nicht mehr nach und wenn ich dann da Druck ausübe, dann macht es klack und es springt auseinander. Ja, also das ist mit dem Resin. Ne? Jetzt habe ich, das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich will. Ne? Deshalb habe ich jetzt mal im Internet mal ein bisschen recherchiert und bin dann auf eine Homepage gestoßen, die nennt sich Druckwege.
Ich stelle euch den Link mal in die Videobeschreibung. Und da bin ich auf ein Harz gestoßen, das nennt sich Typ D Flex. Da gibt es auch schon ein YouTube-Video, wie man sieht, wie hochflexibel dieses Material ist. Also das ist schon genial, wie das da gezeigt wird. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe die Flaschen erst seit Freitag. Und ja, das werde ich jetzt auch mal die nächsten Zeit ausprobieren und werde dann auch darüber mal ein Video machen. So, und warum habe ich jetzt zwei Flaschen? Ja, das eine hier ist dieses Flex-Material. Und wenn man sich mal das Video anguckt, dann ist das halt wiederum hochflexibel. Das heißt, ich kann das wirklich wie Gummi behandeln. Und das wäre jetzt halt dann doch wieder ein bisschen zu viel des Guten, ne? Weil ich brauche ja schon ein bisschen Formstabilität. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich das Teil komplett verbiegen kann danach. Deshalb gibt es hier ein weiteres, das nennt sich dann Typ D Pro. Ja. Und auf der Homepage steht, ich habe das jetzt im Set gekauft, das war auch wirklich schweineteuer, muss ich sagen. Ja, also deshalb bin ich wirklich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, man kann mit diesen zwei Materialien, die kann man mischen, ja, und kann damit quasi das Flex-Verhältnis selbst herstellen. Ja. Heißt also, je mehr flexibel, ich nehme im Prinzip, nehme ich dieses Grundbasismaterial, ja, das Typ D Pro, und je flexibler ich das haben will, desto mehr kippe ich halt von dem Zeug hier rein. Ne? Ja, und das werde ich jetzt halt einfach mal ausprobieren, die Tage, Wochen, ja, und werde mal gucken, was da dabei rauskommt, wie ich die Teile dann da zusammenbringe und ob das dann so funktioniert. Ja, also ich weiß es noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Und ich werde auch darüber das Ganze mit einem Video filmen und da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, was da für ein Video rauskommt. Und ich hoffe, am Ende von dem Video habe ich ein Antriebsgehäuse, das richtig gut funktioniert. Kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt zwei unterschiedliche Ausführungen von unterschiedlichen Firmen von farbigem Flachbandkabel. Ja. Und was hat es damit auf sich? Ja, in dem Video, wo ich die Sensoren verkabelt habe, ich meine zumindest, dass es da drin war, habe ich euch ja ein farbiges Flachbandkabel empfohlen, ja, für die Verkabelung der Sensoren. Und das war eigentlich dieses hier. Ja, da habe ich euch dieses hier empfohlen. Und nachdem das Video dann draußen war, hat mich ein Besucher, also einer, der mein Video angeguckt hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das doch wahrscheinlich ein bisschen zu dick ist. Ja, weil, wie man es hier vielleicht lesen kann, ich gehe mal hier hin, das hat nämlich 0,25 Quadratmillimeter. Und nachdem ich das dann recherchiert habe, habe ich gesagt, oh ja, da hat er recht. Und er hat mir auch dann dieses Kabel hier empfohlen. Ja, das hat nur 3 mal 0,14 Quadratmillimeter, ist also von Querschnitt her dünner. Und ja, jetzt habe ich gesagt, okay, da hat er recht. Jetzt habe ich mir mal beide Kabel bestellt und werde jetzt einfach mal gucken in einem Video dann, da mache ich auch nochmal ein separates Video drüber, werde ich mal beide Kabel unter die Lupe nehmen und werde mal gucken, was jetzt da der Unterschied ist, weil wenn ich sie so im ersten Moment mir angucke, sehe ich ehrlich gesagt da mal keinen Unterschied. Ja, und da werde ich jetzt dann auch mal ein Video drüber machen, ein kurzes, und euch einfach mal zeigen, was da der Unterschied ist und dann mal gucken, ob quasi das Kabel das bessere ist zum Sensoren verkabeln oder ob das auch geht. Weil der Vorteil ist halt, hier kriege ich ganze 30 Meter und hier plus 10 Meter. Und preislich kosten sie beide das gleiche, sind sie ziemlich gleich, aber halt 30 zu 10, ne? Also das ist dreimal so teuer im Endeffekt dann. Ja, gucke ich mir an und dann gibt es auch wieder ein Video. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Kuvenau News. Ich hoffe, euch haben meine News gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, dann gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Genauso abonniert weiterhin eifrig meinen Kanal. Ihr seht ja, ich habe hier ziemlich viele Themen außerhalb auch von dem Thema K-System, Steuerung und so weiter.
Deshalb wird es da auch in der nächsten Zeit mit Sicherheit ganz, ganz spannende Videos geben. Und deshalb abonniert meinen Kanal und dann verpasst ihr nichts. Und alle Videos werden als Premiere eigentlich eingestellt. Das heißt, ihr seid immer die Ersten, die sie sehen. Und ansonsten schreibt mir mal wieder in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.